Du setzt dich an den Laptop. Kaum hast du ihn aufgeklappt, ist deine Katze da. Sie steigt mitten auf die Tastatur und legt sich genau auf das, was du gerade tust. Die meisten ärgern sich kurz und schieben die Katze sanft beiseite. Sie denken, sie will nur stören oder Aufmerksamkeit. Doch in Wahrheit steckt viel mehr dahinter. Deine Katze trifft in diesem Moment eine bewusste Wahl. Sie erzählt dir etwas über Wärme, über Geruch und über eure Bindung. Etwas, das die meisten Halter völlig überlesen. Wenn du verstehst, warum deine Katze ausgerechnet deinen Laptop wählt, wirst du dieses Verhalten nie wieder als bloße Frechheit sehen. Fast jeder Katzenhalter kennt diese Szene. Der Laptop, das Buch, die Zeitung. Kaum liegt etwas vor dir, sitzt die Katze darauf. Es wirkt wie pure Absicht. Und ein Stück weit ist es das auch. Denn dahinter stecken gleich mehrere Gründe auf einmal. Wärme, Geruch, Aufmerksamkeit und ein tiefes Bedürfnis nach Nähe. Keiner dieser Gründe ist Zufall. Jeder einzelne erzählt dir etwas über das Innenleben deiner Katze. Schauen wir sie uns der Reihe nach an. Bevor wir tiefer einsteigen, eine kurze Bitte. Wenn dir das Video bis hier gefällt, lass mir einen Daumen nach oben da. Das hilft mir riesig, mehr Katzenliebhabern wie dir diese Inhalte zu zeigen. Und wenn du neu hier bist, abonniere den Kanal. Jede Woche ein neues Video über das, was deine Katze dir nicht sagen kann. Beginnen wir mit dem einfachsten Grund. Und der hat mit purer körperlicher Wärme zu tun. Denn dein Laptop ist heißer, als du denkst. Eine Katze fühlt sich erst bei deutlich höheren Temperaturen rundum wohl als wir. Ihre Wohlfühlzone liegt oft über 30 Grad. Wärme zu suchen ist für sie ein tiefer Instinkt. Genau deshalb liegen Katzen so gern in der Sonne, auf der Heizung oder dicht an dir. Sie sparen damit Energie. Wärme von außen müssen sie nicht selbst erzeugen. Ein laufender Laptop gibt ständig Abwärme ab. Tastatur, Unterseite und Lüftung werden spürbar warm. Für deine Katze ist das eine kleine, gemütliche Heizplatte. Auch ein Buch oder ein Blatt Papier spielt mit. Es isoliert gegen den kühlen Tisch und hält die Körperwärme deiner Katze besser. Eine warme, glatte Fläche ist für sie schlicht angenehm. Dieses Wärmebedürfnis ist tief in ihrer Biologie verankert. Die wilden Vorfahren unserer Katze stammen aus warmen, wüstenartigen Regionen. Ihr Körper ist bis heute eher auf Hitze ausgelegt als auf Kälte. Schon kleine Kätzchen drängen sich eng an die Mutter und aneinander. Wärme bedeutet für sie von klein auf Sicherheit. Diese frühe Prägung bleibt ein Leben lang. Die Wärme allein erklärt aber noch nicht alles. Sonst würde deine Katze einfach am wärmsten Ort der Wohnung schlafen. Stattdessen wählt sie ausgerechnet deinen Platz. Und damit sind wir beim zweiten Grund. Es ist dein Geruch. Für deine Katze ist die Welt vor allem eine Welt aus Düften. Dein Laptop, dein Buch, deine Zeitung, all das trägt deinen Geruch. Du hast es stundenlang in den Händen gehabt. Für die Nase deiner Katze bist du überall darauf. Sich auf deine Sachen zu legen, fühlt sich für sie an wie ein Stück von dir. Dein Duft bedeutet Sicherheit. Er sagt ihr, hier ist es vertraut, hier gehört sie hin. Gleichzeitig hinterlässt sie ihren eigenen Geruch auf dem Gegenstand. Sie reibt Wangen und Körper darüber und vermischt euren Duft. So entsteht ein gemeinsamer, beruhigender Geruch. Dein Laptop wird damit zu neutralem, geteiltem Gebiet. Er riecht nach dir und nach ihr zugleich. Für deine Katze ist das ein kleiner Akt von Zusammengehörigkeit. Vielleicht ist dir auch schon aufgefallen, dass deine Katze sich gern auf getragene Wäsche legt. Dein Pullover, deine Jacke, dein Buch, alles, was nach dir riecht, zieht sie magisch an. Dahinter steckt dasselbe Bedürfnis nach deiner Nähe. Aber genau hier wird es spannend, denn jetzt kommt der Grund, den die meisten am ehesten ahnen. Es geht um Aufmerksamkeit. Deine Katze beobachtet dich sehr genau. Sie merkt schnell, dass ein bestimmtes Objekt deinen Blick vollständig gefangen nimmt. Der Laptop ist ihr direkter Konkurrent. Sobald du auf den Bildschirm schaust, verschwindet deine Aufmerksamkeit für sie. Du sprichst nicht mehr mit ihr, du streichelst nicht, du bist körperlich da und doch abwesend. Besonders deutlich wird das, wenn du liest oder telefonierst. Auch dann ist deine Aufmerksamkeit ganz woanders. Und prompt taucht deine Katze auf und fordert ihren Anteil ganz selbstverständlich ein. Und nun probiert deine Katze etwas aus. Sie setzt sich genau dorthin, wo dein Blick liegt. Mitten auf die Tastatur, mitten ins Buch. Das Ergebnis kennt sie längst. Du reagierst sofort. Du sprichst sie an, hebst sie hoch, lachst vielleicht. Für deine Katze ist das ein voller Erfolg.
Denn aus ihrer Sicht hat es funktioniert. Sie hat deine Aufmerksamkeit von der Maschine zurück auf sich gezogen. Und Katzen wiederholen, was sich bewährt. Wichtig ist dabei, für deine Katze zählt jede Reaktion. Auch ein genervtes Wegheben ist eine Reaktion. Sie unterscheidet nicht so stark zwischen lieb und streng wie wir. Deshalb verschwindet das Verhalten auch nicht, wenn du nur schimpfst. Im Gegenteil, du bestätigst damit, dass der Trick zuverlässig Aufmerksamkeit bringt. Hinzu kommt der 4. Grund: die Bewegung auf dem Bildschirm. Der wandernde Mauszeiger, scrollende Zeilen, blinkende Fenster. Für ein Raubtier ist das schwer zu ignorieren. Auch das Umblättern von Seiten oder das Rascheln von Papier weckt den Jagdinstinkt. Kleine, ruckartige Bewegungen sehen aus wie Beute. Der Laptop ist also zugleich ein kleines Spielfeld. Und genau dieses Spielfeld liegt direkt vor deinen Augen. Deine Katze verbindet damit gleich 2 gute Dinge. Sie ist mitten im Geschehen und hat zugleich etwas zum Beobachten. Denn unter all diesen Gründen liegt ein tieferer. Und der hat mit eurer Bindung zu tun. Deine Katze will schlicht in deiner Nähe sein. Wenn du am Laptop sitzt, bist du still. Du bleibst lange an einem Ort. Du bist warm, ruhig und berechenbar. Für deine Katze ist das die perfekte Gelegenheit für Nähe. Sie sucht nicht irgendeinen warmen Platz, sie sucht deinen. Der wärmste, sicherste Ort in ihrer Welt bist nämlich du. Sich mitten in deine Tätigkeit zu legen, heißt für sie: Ich will Teil von dem sein, was du tust. Es ist ihr Weg, am Alltag mit dir teilzunehmen. Manche Katzen legen sich dabei nicht nur auf den Laptop, sondern direkt auf deine Hände oder Arme. Sie wollen dann gar nicht den Gegenstand, sie wollen ganz nah an dich. Wenn dich das, was du gerade gelernt hast, überrascht hat, dann tu mir einen Gefallen. Lass einen Like da. Das hilft diesem Video, andere Katzenhalter zu erreichen, die das genauso dringend wissen müssen wie du. Und falls du noch nicht abonniert hast, jetzt wäre der perfekte Moment, denn der spannendste Teil kommt jetzt. Und das ist der Punkt, den die meisten übersehen. Deine Katze stört dich nicht trotz deiner Beschäftigung. Sie kommt gerade deshalb, weil du beschäftigt wirkst und still sitzt. Auch das flache Objekt selbst spielt eine Rolle. Ein Blatt Papier oder ein Laptop bildet eine klare, begrenzte Fläche. Diese Grenze gibt deiner Katze ein Gefühl von Halt. Es ist mit dem berühmten Kartoninstinkt verwandt. Ein definierter Bereich fühlt sich überschaubar und sicher an. Selbst ein dünnes Blatt markiert für sie ein eigenes kleines Revier. Vielleicht kennst du den Spruch: Wenn es passt, sitzt die Katze drin. Eine umrandete Fläche spricht genau diesen Instinkt an. Sie verspricht einen festen Rahmen und ein bisschen Schutz. Manche Katzen legen sich deshalb sogar auf ein einzelnes Papier, das du auf den Boden legst. Nicht die Wärme zählt hier, sondern die klare, eigene Zone. Zusätzlich liebt deine Katze erhöhte und zentrale Plätze. Dein Schreibtisch ist ein Aussichtspunkt. Von dort überblickt sie den Raum und behält dich im Blick. Dazu kommt ein leiser Wächterinstinkt. Deine Katze möchte wissen, was du gerade tust und wohin du gehst. Auf deinem Schreibtisch ist sie immer mittendrin und verpasst nichts. Du siehst, es kommt fast nie nur ein Grund zusammen. Wärme, Geruch, Aufmerksamkeit und Nähe verstärken sich gegenseitig. Dein Laptop vereint sie alle an einem Ort. Jetzt wird es praktisch, denn das Wissen allein hilft dir wenig, wenn die Katze weiter auf deiner Tastatur liegt. Wie reagierst du also klug? Das Wichtigste zuerst: Bestrafe deine Katze nicht. Schimpfen oder wegschubsen löst das Bedürfnis dahinter nicht. Es schafft nur Stress und beschädigt euer Vertrauen. Schaffe stattdessen eine echte Alternative. Stelle einen weichen, warmen Platz direkt neben deinen Laptop. Ein kuscheliges Körbchen in Armreichweite wirkt oft Wunder. Noch besser ist ein leicht warmer Platz. Eine warme Decke oder ein Heizkissen auf niedriger Stufe lockt den Wärmesucher in deiner Katze. So bekommt sie die Wärme ohne die Tastatur. Stelle diesen Platz bewusst dorthin, wo sie dich gut sieht. Nähe ist ihr wichtiger als der genaue Ort. Ein Plätzchen an deiner Seite erfüllt fast dasselbe Bedürfnis. Und nutze den stärksten Hebel. Gib ihr Aufmerksamkeit, bevor sie danach betteln muss. Eine kurze Schmuse- oder Spielrunde vor der Arbeit füllt ihren Tank. Eine satte, bespielte und beachtete Katze klettert seltener auf die Tastatur. Plane ein paar Minuten bewusste Zeit ein, bevor du dich an den Laptop setzt. Das beugt dem Konkurrenzkampf vor. Auch ein fester Platz am Fenster kann helfen.
Ein erhöhter Aussichtsplatz mit Sonne bietet Wärme, Überblick und Beschäftigung zugleich. Für viele Katzen ist er eine echte Alternative zum Schreibtisch. Und wenn sie es doch tut, reagiere ruhig und gleichmäßig. Setze sie ohne großes Theater auf ihren eigenen Platz. Keine große Show, kein langes Gespräch, das macht ihren Trick weniger spannend. Belohne dafür den Moment, in dem sie freiwillig neben dir liegt. Ein ruhiges Wort, ein kurzes Kraulen. So lernt sie, der Platz neben dir bringt mehr als der Platz auf der Maschine. Sei dabei geduldig mit ihr. Ein über Wochen eingeübtes Verhalten verschwindet nicht über Nacht. Aber mit einem warmen Alternativplatz und verlässlicher Nähe wird es deutlich seltener. Achte außerdem auf plötzliche Veränderungen. Wird deine Katze auffällig anhänglich und sucht ständig deine Nähe, kann mehr dahinter stecken. Manchmal sind Langeweile, Unsicherheit oder Unwohlsein der Grund. Eine Katze, die tagsüber viel allein ist, hat ein größeres Nähebedürfnis am Abend. Mehr Spiel, Beschäftigung und feste Rituale helfen dann oft mehr als jede Erziehung. Lebst du mit mehreren Katzen, fällt vielleicht auf, dass meist eine bestimmte den Laptop bevorzugt. Oft ist es die, die deine Nähe am stärksten sucht. Auch das ist ein leiser Hinweis auf eure Bindung. Und genau hier liegt etwas Größeres. Wir sehen den Laptop als Arbeitsgerät und die Katze als Störung. Deine Katze aber sieht etwas völlig anderes. Für sie ist der Laptop das, was dich ihr gerade wegnimmt. Und ihr Platz darauf ist der Versuch, diese Lücke zu schließen. Es ist kein Protest, sondern eine Einladung. Genau deshalb hilft Strenge hier so wenig. Du kannst ein Bedürfnis nach Nähe nicht wegschimpfen. Du kannst es nur auf einen besseren Platz lenken, der ihr dasselbe gibt. Sie wählt in diesem Moment dich. Nicht den wärmsten Platz, nicht den ruhigsten Winkel, sondern die Nähe zu dem Menschen, der ihr Sicherheit gibt. Aber die eigentliche Frage ist gar nicht, wie du die Katze von der Tastatur bekommst. Die eigentliche Frage ist eine andere. Sie lautet: Hast du längst gemerkt, dass deine Katze in genau diesen Momenten nichts anderes will als dich? Und zwar lieber als jeden warmen Lieblingsplatz? Denk einmal zurück, an jedes Mal, wenn sie sich auf dein Buch gelegt hat, an jeden Spaziergang über deine Tastatur. Sie hat dir jedes Mal dasselbe gesagt. Sie hat gesagt: Ich will bei dir sein, mitten in dem, was dich beschäftigt. Sie hat es nur in ihrer eigenen, leisen Sprache getan. In einer Sprache aus Wärme, Geruch und stiller Nähe. In einer Sprache, die wir im Alltag so leicht übersehen. Das Schöne ist, du kannst von heute an bewusster antworten. Ein warmer Platz an deiner Seite und ein paar Minuten Nähe machen aus dem Konkurrenzkampf ein gemeinsames Ritual. Versuch es also beim nächsten Mal. Wenn deine Katze auf den Laptop steigt, halte kurz inne und gib ihr bewusst einen besseren Platz, direkt neben dir. Dann achte auf ihre Reaktion. Und schreib mir in die Kommentare, setzt sich deine Katze auch immer auf deinen Laptop oder dein Buch? Ich lese jeden einzelnen Kommentar und bin gespannt auf deine Geschichte. Wenn dir dieses Video geholfen hat, freue ich mich über deinen Daumen nach oben. Und falls du noch nicht dabei bist, abonniere den Kanal für mehr Insiderwissen über deine Katze. Wenn du jetzt noch tiefer eintauchen willst, habe ich hier 2 Videos für dich. Links erfährst du, was deine Katze dir mit ihrem Miauen wirklich sagen will. Ihre Stimme verrät mehr, als du denkst. Und rechts wartet das Video, das alles verändert. Warum deine Katze dich anders sieht, als du glaubst. Es ist der Schlüssel, um sie wirklich zu verstehen. Klick auf eines der beiden und wir sehen uns gleich im nächsten Video.